Moin allerseits, mein Name ist Sven von outdoorminimalist.net und heute möchte ich mal über ein ernstes Thema mit euch sprechen, und zwar über den Hobo-Missbrauch. Und zwar geht es mir da nicht um die amerikanischen Wanderarbeiter, obwohl das bestimmt auch ganz schlimm ist. Mir geht es um Hobokocher. Ich nutze Hobokocher seit ewig und 3 Tagen. Ich habe nur ganz kurze Zeit, ganz am Anfang, als ich ganz frisch war, einen Gaskocher verwendet und bin dann direkt nahtlos zum Hobokocher übergegangen. Angefangen natürlich auch beim IKEA Hobokocher, dann hatte ich nachher einen Vago Titan Hobokocher und so weiter und so fort, aber das ist ganz egal. Also ich habe auf jeden Fall reichlich Erfahrung mit Hobokochern, weil das immer meine favorisierte Art und Weise zu kochen ist, wenn ich irgendwo die Möglichkeit dazu habe. Ihr wisst, der Trangia ist mit so mein Liebling zum Kochen, aber dicht gefolgt von dem Hobokocher. Was ich mir überlegt habe, war, dass ich euch einfach mal so ein paar Tipps und Tricks gebe, denn der eine oder andere weiß das vielleicht gar nicht, woran es liegt, dass sich der Hobokocher verzogen hat, und ärgert sich dann, dass er viel Geld für einen Hobokocher ausgegeben hat oder auch wenig Geld, ganz egal. Auf jeden Fall ärgert er sich, dass er halt einfach Schaden genommen hat, sich das Material verbogen hat und dergleichen. Das liegt, wie gesagt, wie ich anfangs schon sagte, das liegt in der Regel an einfach falscher Bedienung. Das Material verbiegt sich ab einem gewissen Punkt des Missbrauchs, was zum Beispiel starke, ungleichmäßige Erwärmung ist, dann ist es egal, also hat das auch nichts mit Verarbeitungsqualität oder dergleichen zu tun, dann kann das Material nicht anders. Das ist einfach Physik und da gibt es keine andere Möglichkeit, dann verzieht sich das Material. Aber das kann man eben verhindern. So, ich will erstmal damit anfangen, was braucht man eigentlich für Brennholz dafür? Für einen Hobokocher braucht man eigentlich 3 Arten von Holz, um ihn eben zu betreiben. Und zwar braucht man einmal so ein bisschen Anzündholz, also so Zunder, so ein bisschen Reisig und Co. Da kann man sich ganz einfach merken, für diesen Holzstapel maximal die Knochendicke vom kleinen Finger. Ich meine, gut, man weiß jetzt nicht unbedingt, wie der Knochen ist, aber man kann sich etwa was darunter vorstellen. Also das ist die Maximumdicke dafür, eher noch ein klein Tuck kleiner. Den zweiten Stapel, den man braucht, das ist einfach das, was man reingeben kann, um schnell das Ganze auch so ein bisschen mehr in Gang zu bekommen und regelmäßig zu füttern. Das ist alles an Holz in der Dicke vom kleinen Finger. Und das letzte, was man benötigt, das ist wirklich das Holz, was längerfristig auch Hitze gibt, was nicht so schnell nicht so schnell flammt, aber einfach längerfristig Hitze bringt. Das sind wirklich dickere Stücken, und zwar bis maximal Daumendicke. Alles Dickere hat eigentlich nichts in einem Hobo zu suchen. Es funktioniert. Ganz klare Sache. Ihr könnt da auch unterarmdicke Scheide reinschmeißen, aber das ist Quatsch. Also ihr braucht nicht mehr als diese 3 Größen von Holz. Das ist nämlich einer der Fehler, die ich ganz oft sehe, dass einfach komplett irrational großes Holz da reingeworfen wird. Einen anderen Fehler, den ich ganz oft sehe, das ist, dass man den Hobo quasi bis zum Rand vollprügelt mit brennbarem Material, das dann anzündet, dann flammt das einmal hoch, dann hat man eine Flamme da drin, dass man eigentlich im Stehen kochen kann oder so sein Marshmallow im Stehen darüber brutzeln kann. Das ist auch totaler Quatsch, weil man auch dadurch dem Material, ich wollte gerade sagen, Leid zufügt. Also das fühlt sich für mich zumindest so an. Aber man beschädigt das Material einfach, beziehungsweise man sorgt dafür, dass die Physik greift und das Material durch ungleichmäßig starke Erhitzung und dann wieder abkühlen, dann wieder ganz starke Erhitzung, dass das einfach arbeitet und sich verzieht. Das passiert, egal mit welchem Material, wenn man es eben falsch befeuert. Man braucht in der Regel den Hobokocher nicht bis zum Rand voll machen, um ihn zu starten, sondern je nachdem, was für eine Größe hat, reicht es, wenn man so das untere Drittel, vielleicht ein bisschen mehr, aber in der Regel reicht es wirklich, das untere Drittel zu füllen. Meistens sind die Luken, um das zu befeuern, nämlich auch genau mit der Höhe ausgestattet. Das nächste, was ich dann sehe, ist halt auch, dass man sehr schnell sehr dicke Scheide reingibt und das immer voller und voller macht und am besten noch von oben was reinstopft. Auch das ist einfach eher kontraproduktiv. Es hat einen Grund, dass die eine Einfüllluke haben. Es sollte erstmal von der Länge der Stücke, die sollten auch nicht raushängen oder dergleichen, sondern man sollte sie eben in einer Größe brechen, dass man sie reinwerfen kann, einfach durch diese Luke. Man sollte auch in diesem Rahmen der Größe bleiben. Das heißt, dass man jetzt nicht immer nachwirft, bis wirklich alles randvoll ist, auch wenn es schon am Gange ist und man dann wirklich so eine riesige lodernde Flamme hat. Das sorgt dafür, dass es nicht gleichmäßig verbrennen kann. Es sorgt dafür, dass es qualmt wie Hölle und es sorgt auch dafür, dass es rußt wie verrückt. Das muss nicht sein. Genauso wie am Ende dann sehr viel übrig bleibt. Auch das muss nicht sein. Also wenn der Hobokocher richtig betrieben wird, dann bleibt am Ende ein bisschen weiße Asche über und das war's. Und auch der Ruß hält sich in Grenzen und auch der Rauchhalt hält sich in Grenzen. Das kann man eben selber beeinflussen. Also man kann wirklich durch die Art und Weise, wie man mit einem Hobokocher umgeht, ganz gut kontrollieren, wie lange man Freude daran hat.
Also auch da ist wirklich eher Geduld gefragt, dass man nach und nach befeuert und nicht die ganze Zeit am Pusten ist und wild reinwirft, sondern das Ganze sinnig angeht. Nachlegt auf jeden Fall, währenddessen schon mal immer die Rinde entfernt von dem, was man nachwirft, weil die Rinde halt immer sehr, sehr feucht ist und eben auch die meiste Feuchtigkeit enthält. Und da kann man dann schon mal dazu beitragen, dass es weniger qualmt, wenn man einfach die Rinde schon mal eben mit dem Taschenmesser entfernt und das dann reinwirft. Auch dann werdet ihr mehr Spaß mit dem Hobokocher haben, weil es einfach weniger qualmt, das Ganze. Für einen Hobokocher braucht ihr in der Regel nicht mehr als ein Taschenmesser. Also das ist eigentlich so das Werkzeug, was ihr braucht, wenn ihr nicht gerade an Kernholz müsst oder nur dicke Scheide habt, die ihr spalten müsst. Dann ist es ganz klar, dann braucht ihr auch größeres Werkzeug. Aber davon ausgehend, dass auch bei euch irgendwo auf dem Boden Holz liegt, was ihr verfeuern könnt, braucht ihr nicht mehr als wirklich eben die Dicke, die auch zur Not mit einem Taschenmesser eben bearbeitet werden kann. Man kann vor allem auch viel gleichmäßiger kochen, wenn man einfach immer nach und nach reinwirft. Wenn man so den Moment abpasst und einfach merkt, okay, es wird ein bisschen schwächer, dass man einfach so eine gleichmäßige Flamme hat und jetzt nicht ein großes Extrem, dass es eine riesige Flamme ist, dann lässt man es ganz lange in Ruhe, dass wieder kaum eine Flamme ist, dann wirft man wieder ordentlich nach, dass es eine große Flamme ist, sondern nach Möglichkeit sollte man so befeuern, dass es ein gleichmäßiges Flammenbild ist. Deswegen, ein Hobokocher ist auch anders als beim Trangia oder beim Gaskocher. Den schaltet man nicht an und kann weggehen, sondern beim Hobokocher muss man eben mit bei sitzen bleiben und den entsprechend befeuern. Und wenn man eben dieses gleichmäßige Hitzebild hat, hält erstmal ein Hobokocher bis in alle Unendlichkeit. Und man kann, wie gesagt, besser damit kochen, weil man halt nicht diese extremen Hitzespitzen hat, weil man dann nicht so ein flammendes Inferno baut, sondern wirklich eine gleichmäßige Hitze. So viel mehr wollte ich da jetzt auch gar nicht zu erzählen. Das sollte einfach nur noch mal so ein kurzes Video werden, das vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, der es vielleicht nicht besser wusste und dachte, Hobokocher, ach, das kann ich nutzen wie ein Lagerfeuer und werfe da einfach rein ohne Ende. Ich kann es voll und ganz verstehen, wenn dann der Feuerteufel packt und man einfach Spaß daran hat, da viel reinzuwerfen. Absolut. Aber er ist einfach auch nicht dazu gedacht, dass man ihn über Stunden anlässt wie so ein Lagerfeuer und das wirklich als Feuerschale nutzt. Ein Hobokocher ist ein Kocher. Und der ist nicht dazu gemacht, eine gemütliche Lagerfeueratmosphäre zu haben. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber wirklich nur ein Nebeneffekt. Da muss man einfach sich was anderes überlegen, wenn man so etwas haben möchte. Oder, das nochmal gesagt, oder man muss einfach damit leben, dass sich das Material verzieht. Und wenn einen das nicht stört und man sagt, meine Güte, ich möchte den gerne so verwenden, klar, kann jeder natürlich machen, wie er möchte. Nur dann kann man sich wirklich nicht beschweren, wenn das Material irgendwann aufgibt. Wie gesagt, jetzt höre ich wirklich auf. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Würde mich auch interessieren, wie ihr das seht oder wie ihr damit umgeht oder was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal.